Hochschalten, runterschalten, Umkehrschaltung, Schalthebel richtig einstellen, alles was ihr dazu wissen müsst, jetzt hier im Video. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Freunde. Heute geht es ums Thema Schalten auf der Rennstrecke. Meine R1 hier zum Beispiel hat nachträglich einen Blipper eingebaut. Serienmäßig war ein Schaltautomat drin, das heißt Hochschalten ohne Kupplung. Jetzt nachträglich ein Blipper nachgerüstet, heißt runterschalten ohne Kupplung möglich, muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Bei eurem Motorrad kann das anders sein, das heißt ihr müsst die Durchführung von allem, was ich euch erkläre, entsprechend auf euer Motorrad ein bisschen anpassen. Das Hochschalten ist kurz erklärt. Wenn ihr einen Quickshifter habt, müsst ihr euch gar keine Gedanken drüber machen. Einfach Vollgas gespannt halten und die Gänge entsprechend hochschalten. Wer aber keinen Quickshifter hat, für den gibt es einen Trick, wie man das Hochschalten ein bisschen beschleunigen kann, ohne dass man die Kupplung dabei betätigen muss. Ist auch ganz einfach, kurz und knapp erklärt. Ihr haltet das Vollgas voll auf Spannung, bis ihr die Drehzahl erreicht habt, bei der ihr schalten wollt. Dann haltet ihr den Schalthebel mit dem Fuß schon unter Spannung, den Punkt halten, ohne Gewalt auszuüben. Dann, wenn ihr die Drehzahl erreicht habt, bei der ihr schalten wollt, schließt ihr das Gas für einen kurzen Moment, das geht ganz schnell, zack, und in dem Moment drückt ihr den Gang mit eurem Fuß rein. Das Ganze durch die Lastunterbrechung von dem Gas wegnehmen geht so einfach, dass der Gang fast von alleine reinfällt. Das ist im Prinzip genau das gleiche, was automatisch der Quickshifter auch machen würde, nur dass ihr es in dem Fall manuell mit der Gashand macht. Beim Runterschalten gilt die Regel, so früh wie möglich damit anzufangen. Das heißt, wenn wir die Bremsphase einleiten, Gas schließen, in die Bremse greifen, fangen wir auch sofort an runterzuschalten. Das ist im besten Fall genau eine Bewegung, eine flüssige Bewegung, die noch auf der Geraden stattfindet. Wir müssen so früh wie möglich runterschalten, um möglichst viel Motorbremse nutzen zu können. Die Motorbremse funktioniert natürlich wesentlich besser, wenn wir in hohen Drehzahlbereichen unterwegs sind, als wenn wir in niedrigen Drehzahlbereichen anfangen. Wir wollen eine smooth Bewegung haben und dafür schalten wir die Gänge schnellstmöglich runter, aber immer mit einer kurzen Gedenksekunde dazwischen. Das heißt, wir gehen nicht hin und hacken die bam 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 so schnell wie es geht runter. Dann kommen wir nämlich in den Drehzahlbereich vom jeweils niedrigeren Gang, der irgendwo im roten Bereich ist. Das ist nicht gut für den Motor, nicht gut fürs Getriebe. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wir schalten zwar frühestmöglich runter, aber geben immer einen kurzen Moment so bam 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 bam, um dadurch dem Getriebe Zeit zu geben, den nächsten Gang einzulegen. Das Ganze läuft natürlich noch im Bremsvorgang ab, wenn das Motorrad aufrecht und gerade ist, weil in dem Moment können wir es besser kontrollieren und wir haben mehr Zeit, das Ganze durchzuführen, bevor wir in die Schräglage einlenken. Einfach um Unruhe im Fahrwerk zu vermeiden. Wie man jetzt genau runterschaltet mit Zwischengas, also wenn man keinen Blipper hat und worauf man da genau achten sollte, damit man sein Getriebe nicht schrottet, habe ich euch schon mal in einem vorherigen Video erklärt. Dafür schaut gerne mal hier vorbei im Video Runterschalten mit Zwischengas. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, sie haben Probleme auf der Rennstrecke zu schalten oder in Schräglage zu schalten. Welche Gründe kann das denn haben? Ganz einfach, 2 Stück. Der erste Grund ist, euer Schalthebel ist falsch eingestellt. Der Schalthebel kann eingestellt werden, für die, die es nicht wissen. Man kann den Schaltpin hoch oder runter setzen, je nachdem, wie es für einen selber am besten passt. Das heißt, diese 2 Mutter lösen, dann könnt ihr die Schaltstange in der Länge verändern und dadurch verändert sich der Hebel und der Winkel vom Schalthebel. Das Problem, wenn der Hebel falsch eingestellt ist, ist nämlich oft, dass Leute dann auf die Kurve zufahren, in der Mitte sitzen, weil sie hier am besten ihren Schalthebel erreichen können, hier die Schaltvorgänge durchführen, wie sie brauchen für die entsprechende Kurve und danach erst anfangen, sich für die Kurve umzusetzen. Das wollen wir natürlich vermeiden, wie im Video über die Sitzposition erklärt, weil das bringt wieder nur Unruhe ins Fahrwerk, es entstehen wieder Druckspitzen und am Ende entsteht die Sturzgefahr, was wir nicht wollen. Deswegen hier der Tipp, ihr könnt jederzeit im Trockenen, also auch im Winter, in der Garage oder auf dem Event, in der Box, euch aufs Motorrad setzen und dann einfach mal die Sitzposition für die Kurve einnehmen, das heißt euch auf die Seite setzen und schauen, ob ihr dann noch in der Lage seid, mit eurem Fuß den Schalthebel ordentlich zu bedienen, so wie ihr es auf der Rennstrecke wollt. Wenn das nicht der Fall ist, dann gilt ab hier Schalthebel richtig einstellen, dass er für eure Fußergonomie passt. Der zweite Punkt, wenn ihr trotz richtig eingestellter Rasten immer noch nicht ordentlich unter euren Schalthebel kommt, ist vielleicht, dass eure Beweglichkeit im Fuß eingeschränkt ist. Das heißt, dass ihr nicht genügend den Fuß strecken
könnt, um ordentlich unter den Schalthebel zu fahren. In dem Fall hilft natürlich nur Dehnübungen machen, das Gelenk vom Fuß immer wieder weiter dehnen, um mehr Beweglichkeit am Ende zu erreichen. Dann kommen wir noch zum Thema Umkehrschaltung. Viele kennen es, viele haben es schon mal gehört, manche machen es auch schon, aber warum macht man das und wofür ist es überhaupt gut? Was bringt mir das? Wir sind mit unserem Motorrad hauptsächlich auf der Rennstrecke unterwegs und auch auf der Rennstrecke kommt hauptsächlich die Umkehrschaltung zum Einsatz. Ganz einfach aus dem Grund, auf der Rennstrecke gibt es viele Kurven, wir sind viel in Schräglage, müssen auch in Schräglage schalten und mit dem Originalschaltschema, wie ihr es von der Straße vielleicht auch kennt, da kann man in Schräglage schwieriger bis manchmal sogar gar nicht schalten. Es gilt vor allem hauptsächlich für Linkskurven. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind in Linkskurve, liegen neben dem Motorrad, haben unseren kompletten Oberkörper neben das Motorrad geklemmt, unser Knie schleift auf dem Boden, unser Fuß ist dabei schon abgewinkelt und dann fällt es einem richtig schwer, hier noch unter den Schalthebel zu schlüpfen, um dann beim Rausbeschleunigen den nächsthöheren Gang hochzuziehen. Deswegen baut man auf Umkehrschaltung um, das heißt, der erste Gang ist nach oben und alle anderen Gänge gehen dann nach unten, also durch Draufdrücken auf den Hebel. In dem Fall, wenn wir in der Linkskurve in Schräglage sind, haben wir den Fuß noch auf der Raste und die Fußballen stehen über dem Schalthebel. In dem Moment fällt es uns leichter, einfach nach unten zu tippen und können dadurch in Schräglage besser rausbeschleunigen. Das heißt, das Hochschalten funktioniert mit Umkehrschaltung in Schräglage auf der Rennstrecke wesentlich besser. Natürlich ist dafür ein bisschen Eingewöhnungszeit notwendig. Wer kann bei seiner Straßenmaschine vielleicht das Schaltschema auch umkehren, dann könnt ihr euch komplett umgewöhnen. Ansonsten, wie es bei mir ist, ich fahre auf der Straße Standardschaltschema, nur auf der Rennstrecke Umkehrschaltschema, ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn ihr Fahrrad fahrt. Ihr habt beim Fahrrad auch auf der rechten Seite die Hinterradbremse, auf der linken Seite die Vorderradbremse. Beim Motorrad habt ihr rechts aber die Vorderradbremse. Trotzdem habt ihr kein Problem damit, weil ihr euch daran gewöhnt habt und könnt es euch quasi anders fast nicht vorstellen. Deswegen, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, man muss es sich bewusst machen, wie man mit welchem Schaltschema fährt, damit man in Gefahrensituationen nicht unterbewusst auf einmal aufs falsche Schaltschema im Kopf wechselt und dadurch in den falschen Gang schaltet. Aber wenn man sich das bewusst gemacht hat und ein bisschen eingewöhnt hat, dann funktioniert es reflexartig, je nachdem, ob man auf der Rennstrecke oder auf der Straße ist, mit dem jeweiligen richtigen Schaltschema. So viel zu diesem Thema. Alles was Schaltung angeht auf der Rennstrecke. Hochschalten, runterschalten, Umkehrschalten, Schalthebel richtig einstellen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen. Wenn ihr weitere Tipps, Tricks, Anregungen, Fragen, Kritik oder Wünsche habt, haut so unten in die Kommentare rein. Wenn ihr ein weiteres Thema gerne behandelt haben wollt, haut es ebenfalls in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram eine Direktnachricht schicken. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch wieder weitergeholfen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.